Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Im Grunde genommen ist das Video ein Update zu meinem letzten publizierten Vortrag mit dem Titel Das Geheimnis der 7 Siegel. Das war am 7. Januar 2024 und ich habe ja am Ende dieses Videos einige Fragen offen lassen, weil man natürlich sehen muss, wie sich die Tage entwickeln und was Gott offenbart und schenkt. Und nun ist es eben an der Zeit, euch ein Update zu geben über das 6. Siegel. Die Überschrift heißt: Wann und was war das Erdbeben des 6. Siegels und was kommt als nächstes? Okay, ich nehme hier ein paar Folien, die letzten Folien aus meinem Siegelvortrag und erläutere kurz damit dieses Update. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich habe am Schluss darüber gesprochen, dass die Geschichte Jerichos, die wir im letzten Vortrag ganz besonders betrachtet haben, als Muster dient für die 7 Siegel. Und in der Geschichte Jerichos ging es ja darum, dass die Rahab diese 2 Spione aufnahm und sie hat sich von den 2 Spionen ein gewisses und sicheres Zeichen, ein Token gewünscht und erbeten, sodass sie und ihre Familie verschont bleiben würde. Und wir haben herausgefunden, dass dieses Token eine Flagge bedeutet, ja, und dass dieses Token in das Fenster geknüpft wurde, wie wir hier sehen. Und wir haben herausgefunden, wann das war, als wir dieses karmesinrote Token hier ins Fenster geknüpft haben. Gehen wir kurz weiter in der Folie. Das war am 27. Mai, dass sich hier diese 2 Kometen E3 und K2 kreuzten, also sozusagen den Knoten gebildet haben. Ja, und das führte uns dazu, dass wir erkannt haben, dass wir am 27. Mai tatsächlich eine Flagge gehisst haben bei uns vorm Tempel, an genau dem Tag, wo hier sich im Zeichen dieser Knoten bildet. Wir wussten das nicht zuvor. Wie gesagt, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und Erkenntnis, die wir haben durften. Und bitte das letzte Video noch einmal ansehen. Es ist absolut sehenswert, so denke ich, wenn jemand etwas über die 7 so geheimnisvollen Siegel studieren möchte. Übrigens, wenn jemand so eine Flagge erwerben möchte und sich bei sich zu Hause aufstellen möchte, weil er erkannt hat, dass dieses Zeichen hier, das Alpha und Omega vom Zeichen des Menschensohnes, auch dieses sichere und gewisse Token ist, dass sich Rahab in das Fenster hängte, sodass sie bei der Eroberung Jerichos und in unserem Fall bei der Eroberung Babylons nicht umkommen würde. So bitte schreibt mir, ich bin gerne bereit, euch entweder die Datei zu schicken, sodass ihr in eurem Umfeld eine Druckerei aufsuchen könnt und diese Folie drucken lassen könnt oder diese Flagge drucken lassen könnt. Oder ich kann es euch auch gerne zusenden. Einfach mir bitte schreiben. Nun, ich habe im letzten Beispiel gefragt, wirst du das Zeichen dieses Bundes annehmen und das Haus Rabs anbeten und das Haus der Rahab betreten, indem du an das Zeichen des Menschensohnes glaubst? Die Frage steht immer noch im Raum. Hast du das gesehen? Hast du es angenommen? Wo stehst du? Und du wirst heute sehen, wie wichtig das ist. Wir gehen heute einen Schritt weiter und betrachten, was sich getan hat. Und in Folge werde ich auch noch ein Video machen oder einen Vortrag sogar über die Geschehnisse, die Gott uns in der letzten Woche gezeigt hat. Nämlich über das Zeichen des Jona. Und wie das mit dem Zeichen des Menschensohns zusammenhängt und was die letzte Botschaft des Jona an Ninive war und wie sie für uns heute
für Babylon gilt. Das ist etwas, was du unbedingt hören solltest. Nun, vergesst nicht, wir haben in unserem letzten Vortrag eben diese Siegel durchgenommen, anhand des Musters der Einnahme Jerichos. Es gibt ja, das Buch der 7 Siegel ist ja beschrieben inwendig und auswendig. Das hatte einen besonderen Grund. Wir haben herausgefunden, dass auswendig beschriebene sind diese klassischen 6 Siegel. Warum 6? Weil Jericho an 6 Tagen je einmal umrundet wurde. Das sind diese 6 Märsche an je einem dieser 6 Tage. Ja, und dann heißt es eben im Besonderen, dass Jericho am 7. Tag 7-mal umrundet werden soll. So, und dann haben wir herausgefunden, dass das hier das Brechen der Siegel ist. Und wie wir in der nächsten Folie noch sehen, kurz zur Auffrischung einfach, wir haben herausgefunden, das erste gebrochene Siegel war hier in 1846, das zweite 1914, in 1936 das dritte, in 1986 das vierte und am Ende dieser einen Runde der Gerichtsuhr 2014 das 5. Siegel geöffnet. Das ist nur eine Wiederholung, dass ihr wisst, von wo wir hergekommen sind aus dem letzten Vortrag. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist mit dem 6. Siegel? Ist es jetzt offen, ist es jetzt nicht offen? Das 6. Siegel beginnt ja, und als es das 6. Siegel öffnete, da geschah ein großes Erdbeben. So dieses große Erdbeben wollten wir ja finden, müssen wir finden. Zur selben Zeit wird auch Michael aufstehen. Ihr wisst ja, der ist dargestellt in der Orionuhr. Er muss sich als aufstehen, heißt, dass er auf beiden Füßen steht. Ja, schauen wir mal, was sich getan hat. Das war eine meiner allerletzten Folien. Es ist hier völlig klar, hier ist der Orion, hier hat er seine beiden Füße, Seif und Riegel, und hier ist Alnitak. So, wenn K2, der hier reinkommt, Alnitak, also diese Linie zwischen Alnitak und Seif schneidet, dann ist es der rechte Fuß. Das war bereits am 26. 27. Dezember. Nun, für den Riegel haben wir hier 2 Linien gehabt. Einmal die direkte Linie zwischen Alnitak und Riegel und einmal die Linie zwischen Mintaka und Riegel. Irgendeine muss es sein, dass Riegel aktiviert wird und Jesus sozusagen, Michael sozusagen aufgestanden ist. Und wir wissen, wir erwarten ein Erdbeben. Nun, am 1.1. an dieser Linie war ein Erdbeben, nämlich dieses Erdbeben in Japan. Das war natürlich eine interessante Sache und daher habe ich mich entschlossen, 7 Tage später, am 7. Jänner, euch diese Siegel grundsätzlich einmal vorzustellen. Bin aber hier bei dieser Folie stehen geblieben, weil man natürlich schauen muss, wie sich das alles entwickelt. Nun, am 7. Jänner wusste ich noch nicht, was am 10. Jänner passiert und stattfindet. Das ist ja klar. Also, wollen wir doch mal nachsehen, was da passiert ist. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit ein Video darüber gemacht und das horchen wir uns jetzt bitte einen Teil oder ein Stück weit an. Die 2 Zeugen aus Offenbarung 11 erscheinen vor der Welt und weisen auf die endgültige Befreiung hin, die am Ende der Prophezeiung vorausgesagt wird. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Viele Menschen haben Träume oder Visionen von den beiden Zeugen. Andere wiederum suchten nach deren Identität und hielten sie für 2 buchstäbliche Männer, die in Jerusalem erscheinen sollten. Das Studium des Himmels unter Berücksichtigung der biblischen Beweise gibt Aufschluss über die genaue Erfüllung dieser Prophezeiung und darüber, wie das Zeugnis dieser beiden Zeugen gegeben wurde, um die Welt vor den Fallen des Feindes zu warnen. In dem Artikel Die Offenbarung der 2 Zeugen Daniels
wird die Enthüllung der zwei Zeugen aus Offenbarung 11, die sich auf die Uhren Gottes in den Sternenbildern des Orion und der Pendeluhr beziehen, vorgestellt. Diese beiden Uhren befinden sich an den jeweiligen Enden des Zeichen des Menschensohnes. Und die Kometen, die das Zeichen bilden, die Kometen K2 und E3, fungieren als Kometenuhrenzeiger, die sich zu jedem Zeugen begeben, um die von Gott festgelegten Zeiten zu markieren. Wir konnten bereits erkennen, wie der Komet K2 seit dem 14. Dezember 2023 im Orion wichtige Schlüsselpunkte während der Entwicklungsphase der Krise im Roten Meer markierte und bereits am 26. Dezember und am 10. Januar die beiden Linien, welche die Beine Jesus darstellen, überschritten hatte, was auf die Zeit hinweist, in der Michael sich erhebt. Das Aufstehen Michaels zeigt eine Zeit der Drangsal an, wie es sie noch nie gegeben hat. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Die Unruhen in der Welt nehmen stetig zu. Die Grenzkrise in den USA, die das Land in eine tiefgreifende Spaltung führt und die Voraussetzung für einen zweiten Bürgerkrieg schafft, verschärfte sich ebenfalls genau am 10. Januar 2024, als Michael in der Orion-Konstellation aufstehend dargestellt wurde. Pressemeldungen verkünden: Der Streit verschärfte sich am 10. Januar, als die texanischen Behörden US-Grenzschutzbeamte effektiv blockierten und einen 2,5 Meilen langen Bereich in Eagle Pass abriegelten, in dem es zu einem Anstieg von Migrantenübertritten gekommen war. Außerdem wird Präsident Joe Biden am 7. März 2024, wenn der Komet K2 den Bogen des Orion erreicht, die Rede zur Lage der Nation halten. Gott hat ihn aus Ägypten geführt. Seine Freudigkeit ist wie eines Einhorns. Er wird die Heiden, seine Verfolger, fressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Für die einst gottesfürchtige Nation, die sich in ihren Gesetzen und Praktiken von Gott abgewandt hat, zeichnen sich Spaltung und Aufruhr ab, und der Himmel gibt Zeugnis von ihrem bevorstehenden Schicksal. Als wir auf den zweiten Zeitzeugen, die Horologium-Uhr, blickten, sahen wir, dass am 25. Januar, als Komet E3 das Ziffernblatt des Tempelbereichs am Himmel erreichte, in den Vereinigten Staaten 25 republikanische Gouverneure eine Erklärung zur Unterstützung des texanischen Gouverneurs Greg Abbott in der Grenzkontrollkrise veröffentlichten. Auch Donald Trump veröffentlichte eine Erklärung, in der er die Bundesstaaten aufforderte, Truppen nach Texas zu entsenden, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Die Vereinigten Staaten stehen aufgrund der durch die Grenzkrise verursachten Spaltung am Rande eines zweiten Bürgerkriegs. Die Vereinigten Staaten repräsentieren das zweite Tier aus Offenbarung 13 und sind als Teil des babylonischen Systems dem Untergang geweiht. Komet E3 wird das Ziffernblatt der Pendeluhr am 28. Februar verlassen und die Konstellationslinie, die das Pendel dieser Uhrenkonstellation darstellt, zweimal kreuzen. Als erstes am 20. Februar und dann erneut am 28. Mai 2024.
Dies sind wichtige Markierungen auf der Uhr, die eine Zeit großer Ängste in der Welt ankündigen, dass sich die in der Bibel prophezeite Zeit der Drangsal, wie es sie noch nie gab, entwickeln wird. Es ist höchste Zeit, zu den Uhren Gottes im Zeichen des Menschensohnes aufzublicken und auf das Zeugnis dieser beiden Zeugen zu achten. Wir werden einen Artikel veröffentlichen. Okay, das ist für unseren Zweck heute genug. Jetzt bitte schaut kurz her. Das 6. Siegel öffnet sich bzw. wird gebrochen. Ihr habt aus dem Video gehört, dass am 10. Jänner, also dort zwischen Rigel und Mintaka, diese Linie, am 10. Jänner sich dieser Grenzkonflikt in den USA gewaltig zugespitzt hat und in den Tagen nachher noch viel mehr, sodass Amerika nun einen tiefen Riss erhalten hat aufgrund dieser Grenzkrise. Ihr müsst wissen, dass diese Grenzsache zu Mexiko, dieses Thema, nicht nur etwas ist von jetzt gerade, sondern schon über viele Jahre hinweg, schon aus der Trump-Ära heraus, aber es kocht eben jetzt auf. Bitte betrachtet und checkt die News in Amerika darüber. Dieses Land ist gespalten, das ist das Ergebnis eines Erdbebens. Da reißt die Erde auf. Nun, viele, ich weiß, wenn es heißt Erdbeben, dann schauen alle auf ein physisches Erdbeben. Wir sind aber in einem prophetischen Buch zu Hause, in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist voller Symbole. Wenn also hier von einem Erdbeben die Rede ist, dann ist es in erster Linie ein physisches Erdbeben nicht, sondern man muss Erdbeben einmal symbolisch auslegen. Und das ist ganz einfach. Es war auch im Video zu hören, Amerika ist das zweite Tier aus Offenbarung 13. Und das ist das Tier aus der Erde. Das erste Tier, das ist aus dem Meere und das bezieht sich auf Europa. Das ist bekannt als Völkermeer, wo viele Sprachen, Stimmen, Nationen sind. Viele Sprachen und Nationen. Also das ist bekannt im Protestantismus. Wasser oder Meer steht für Europa, während Erde für Amerika und in unserem Fall die USA steht. Wenn es also heißt, ein großes Erdbeben, dann ist es etwas, was Amerika erschüttert, in unserem Fall was die USA hauptsächlich erschüttert. Naja, und das haben wir ja am 10. Jänner gesehen, wo diese Grenzkrise zu Mexiko extrem begonnen hat, überzukochen. Nun, ihr seht hier in diesem Bild, das sind die Regierungschefs dieser 50 oder wie viele Staaten Amerika nun auch hat. Und da haben sich etwa die Hälfte für diese verschärften Grenzkontrollen und Grenzen dicht machen entschieden und die Hälfte dagegen. Ihr seht hier, das hier sind die Demokraten, die Blauen, und das hier sind die Republikaner, die Roten, und ihr seht, das Land ist in Rot und Blau aufgespaltet und dieses Erdbeben tut sein Werk. Und wenn man möchte, weil in anderen Bibelstellen es heißt, dass diese große Stadt in 3 Teile geteilt wird, bitte, wenn man das so möchte, ich kann es auch mal hier so grob einzeichnen, wir hätten hier Westen und machen wir es so, dann hätten wir hier Osten und dann hätten wir hier Mitte. Also wir haben eine geografische Dreiteilung oder wir hätten eine politische Zweiteilung, eine Spaltung. Ganz wie man möchte im Moment. Eins ist sicher, wir hatten am 10. Jänner ein großes Erdbeben in den USA. Das ist es, was ich euch hauptsächlich sagen wollte. Und es ist definitiv so, das 6. wiederholte Siegel hat sich geöffnet. Und Michael ist aufgestanden. Hier, beide Füße sind aktiviert worden. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Das war der Hauptteil von dem, was ich euch heute sagen wollte und zeigen wollte.
also hier noch einmal das Bild mit dem, was jetzt kommen wird, auf was wir blicken sollten. Das ist zunächst, dass am 7.3. die Lage der Nation, die Ansprache zur Lage der Nation gehalten wird. Das hat nicht direkt was mit dem 6. Siegeltext zu tun, aber das hat was zu tun mit der Auswirkung aus dieser Grenzkrise. Ganz bestimmt. Und vergesst nicht, hier ist der Bogen des Orion und das hier ist ja der Pfeil, der hier eingezeichnet ist. Also der 7.3. ist für Amerika zumindest ein ziemlich wichtiger Tag, weil sehen, was hier bei dieser Ansprache zur Lage der Nation, die für Amerika ganz ein wichtiges Ereignis ist, was da rauskommt. Nun, was ist das nächste, auf was wir blicken müssen und was wir suchen müssen? Das ist, dass die Sonne schwarz wird wie ein härener Sack. Nun, das müsste eigentlich schon klar sein. Ihr kennt ja diese Sonnenfinsternis, die am 8. April wiederum über Amerika stattfinden wird. Das ist hier diese Linie. Und dazu muss man halt jetzt etwas erklären, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Ihr kennt dieses Bild hier und vielleicht wisst ihr es nicht, aber vor 7 Jahren gab es ebenfalls eine totale Sonnenfinsternis. Das war diese hier und zwar am 21. August. Und das sind diese berühmten und wichtigen 7 Jahre. Nun, gebt mir bitte kurz ein paar Minuten, damit das Bild klar wird, warum hier ein X geformt wird. Nun, das X ist klar, das ist etwas ausstreichen, ausxen. Das findet man überall in YouTube, dass viele Propheten, Leute das so sehen, dass das ein ganz böses Omen ist über Amerika. Jetzt erlaubt mir euch zu zeigen, was in 2017 passiert ist und mit diesem X hier zusammenhängt. Erinnert euch, es war am 23. September 2017, also kurz nach der Sonnenfinsternis, dieses Jungfrauenzeichen. Gut, ich erkläre es ganz kurz, wer es noch nicht kennt, das ist die Erfüllung des prophetischen Texts von Offenbarung 12, 1 und 2. Da heißt es, dass eine Jungfrau, also das ist die Konstellation Virgo, Jungfrau, mit der Sonne bekleidet ist, also da, wo man ein Kleid anhat. Dann heißt es, dass der Mond unter ihren Füßen ist. Naja, das ist hier, ist klar, passt. Im Vers 2 heißt es, dass sie gebiert, nämlich das ist hier der Jupiter. Und dann heißt es im Vers 1 noch, dass sie auf ihrem Haupte 12 Sterne hat. Eine Krone aus 12 Sternen. Nun, über ihrem Haupte befindet sich der Löwe. Und der Löwe hat normalerweise oder wird normalerweise aus 9 Sternen gebildet. Aber der Text sagt 12 Sterne. Gut, und es ergibt sich eben so, dass an diesem 23. September noch diesem Zeichen zu Hilfe kommt. Die Venus, der Mars und der Merkur. Und somit bildet sich eine Krone von 12 Sternen über der Frau. Und dieses Zeichen ist am 23. September 2017 gültig für etwa 2 Stunden. Ganz einfach warum? Weil der Mond ein Schnellläufer ist und ganz rasch sozusagen die Konstellation verlässt. Also dieses Zeichen, dass all diese Komponenten zusammentreffen, ist absolut einzigartig. Erfüllung total am 23. September 2017, ganz kurz nach dieser Sonnenfinsternis. Nun, Freunde, was ihr aber nicht wisst, ist, was aus diesem Frauenzeichen wird und was das bedeutet. Wir haben ein Video gemacht damals. Bitte horcht euch das an. Ja, liebe Freunde, wir befinden uns hier wieder einmal auf der Suche nach einem Symbol und diesmal haben wir uns wieder ans Himmelszelt bewegt, um herauszufinden, wo denn diese seltsame große Hure Babylon vielleicht am Himmelszelt zu finden ist. Ich habe mich an den 23. September 2017 begeben, an dem sich das wunderbare
große Zeichen aus Offenbarung 12 hier perfekt darstellt, sich perfekt formiert hat, mit der 12-fachen Sternenkrone, das schon oft erklärt worden ist. Die Sonne bekleidet die Frau, Jupiter gerade geboren und die Jungfrau hat ihn natürlich geboren und der Mond zu ihren Füßen, genau wie es geschrieben steht. Nun, das scheint oder ist für viele Menschen die Darstellung der Geburt Jesu. Lasse ich auch soweit gelten. Nur war die natürlich vor 2000 Jahren und nicht jetzt. Dann haben wir aber auch gezeigt, dass es sich hier um Offenbarung 12:17 handelt, wo wir natürlich den Vers haben, dass der Drache darauf lauert, die übrigen zu vernichten. Naja, und der Drache, der ist ja hier. Die Hydra oder Wasserschlange. Naja, in Deutsch ist es einfach zu erklären. Wasserschlange sagt ja schon, dass die im Wasser lebt. Dieses Gebilde ist die größte. Es ist nicht eine der größten, sondern es ist die größte Sternenkonstellation von ihrer Länge her aller 88 bekannten Sternenkonstellationen. Die Wasserschlange. Also befindet sich die Jungfrau oder die Frau schon in ziemlich gefährlicher Nähe eines großen Wassers. Also ist dieses Zeichen für uns schon immer ein Zeichen kommender Verfolgung. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, das, was die Welt nicht ansieht und auch nicht sehen will. Gehen wir mal weiter in der Zeit und beobachten, wo sich denn diese ganzen Planeten hier hinbewegen. Langsam aber sicher kommen sie alle in die Jungfrau. Seht ihr das? Jetzt kommt sogar noch der Mond dazu. Hier haben wir am 17.10. alles, was vorher in diesem Zeichen mit Krone zu tun hatte oder teilweise mit der Jungfrau, ist nun komplett in der Jungfrau. Wir haben Sonne, wir haben Mond, wir haben Mars, wir haben Venus, wir haben Merkur und wir haben Jupiter. Na, und wenn wir jetzt den Text betrachten und uns einmal diese ganzen Textteile ansehen, dann wissen wir, dass diese Frau zum Beispiel mit Scharlach, was ist ein Scharlachrot, bekleidet ist. Ja, da ist der Mars. Stimmt. Der ist rot. Wir haben den Jupiter hier. Der ist purpur. Auch ein Teil der Beschreibung. Wir haben die Venus hier, und wer die Venus kennt, weiß, dass sie gelblich, also golden ist, aufgrund des starken Schwefelgehaltes der Atmosphäre. Und sie gilt als die Farbe, der goldene Planet. So, nun haben wir alles hier, die Beschreibungen. Wir haben auch die Perlen, alle hier an der Jungfrau. Die Jungfrau ist nun bekleidet mit Perlen, schönen, strahlenden Perlen. Ja, dann hat sie noch einen Becher in der Hand. Und wenn man sieht, dass das hier die Hand der Jungfrau ist oder der Arm der Jungfrau ist, dann ist hier die Venus zum Becher über die Hand, ja, korrespondiert damit. Und damit hat die Jungfrau den goldenen Becher auch in ihrer Hand. So, aus der wunderschönen, tollen, reinen Frau aus Offenbarung 12 ist einfach in ein paar Tagen, nicht mal einen Monat später, auf einmal die große Hure Babylon geworden. Und das ist natürlich die Transformation dessen, was die Menschen erleben werden, auch auf der Erde. Aus der vermeintlich lieben katholischen römischen Kirche wird eine schreckliche Hure, eine schreckliche Verfolgerin der Heiligen. Und das ist der Anfang des großen Finales. Ja, liebe Freunde, und so eine Verfolgung, die haben wir in den letzten Jahren erlebt, unter anderem. Und auch eine Verfolgung und so weiter. Jedenfalls habt ihr gesehen, was in 2017, kurz nachdem die
Sonnenfinsternis stattgefunden hatte, da war das Frauenzeichen der reinen Frau und gleich danach aber auch die Darstellung der Hure. Also ein Kontrast wurde dargestellt am Firmament. Gott zeigte uns, man kann so werden oder man kann so werden. Wie wirst du dich in den nächsten 7 Jahren entscheiden? Nun, jetzt kommt April und das ist sozusagen ein Entscheidungspunkt. Und die beiden Sonnenfinsternisse stellen eben ein X dar und ihr wisst und könnt erahnen, was dieses X heißt. Denn Babylon ist nicht besser geworden, sondern schlimmer. Aber das brauche ich euch nicht sagen, das wisst ihr selber. Wichtig war mir, dass ihr wisst, was Gott vor 7 Jahren nach dieser ersten Sonnenfinsternis am 21. August 2017 am Firmament gezeigt hat. Und jetzt kommt sozusagen die Abrechnung oder der Lohn dafür. Nun, Freunde, das ist das aktuelle Update und ein kleiner Vorausblick sozusagen bis April. Und in dieser Zeit, Michael ist aufgestanden, habt im Hinterkopf, dass das bedeutet, dass wir die 7 letzten Plagen erleben werden. Wir schreiben darüber einen Artikel und der wird auch veröffentlicht in der nächsten Zeit, aber habt das bitte im Hinterkopf. Michael ist aufgestanden und das bedeutet, dass er die Plagen beginnt auszugießen. Bist du im Hause Rahab? Bist du im Zeichen des Menschensohnes? Bist du reuig und bist eingegangen in den Fisch Jona? Dann wirst du von Gott bewahrt durch diese Zeit. Ja, und das bringt mich zur Vorausschau auf das nächste Video oder ein Seminar. Wie gesagt, dieses X ist ja im Zeichen des Menschensohnes ebenfalls abgebildet und viele Leute verbinden diese kommende Sonnenfinsternis und dieses X mit dem Zeichen Jona. Und da ist einiges an Wahrheit drinnen, denn sie wissen zum Beispiel und haben herausgefunden, dass entlang dieses Pfades hier und hier oben Städte oder Dörfer angesiedelt sind, die Ninive heißen. Ja, sie sind hier nicht so falsch, diese Leute, nur das Zeichen erscheint natürlich am Himmel und nicht hier auf dieser Erde. Also, liebe Freunde, bleibt dran, denn das hier, was du hier siehst, ist das aktuelle nächste Thema. Das Zeichen des Jona, und zwar am Firmament. Also, liebe Freunde, bleibt dran und alles Gute.